Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Tir Na Nog an. Das ist eine Celtic Folk Rock Band aus Süddeutschland, aus Bayern um genau zu sein. Sie selber nennen sich auch die Bayerischen Iren. Finde ich sehr cool. Und ja, ihr habt euch sie mehrfach gewünscht und es hat noch einen anderen Grund, denn ich habe jetzt die letzten Tage eine Festivalankündigung gesehen für ein Tagesfestival am 11. Juni 2022 in Gelsenkirchen in dem Amphitheater. Da sind übrigens Tir Na Nog auch, unter anderem mit Raubein, Feuerschwanz, D'Artagnan, Mr. Hurley und die Pulveraffen und Schandmaul. Also wirklich 6 sehr, sehr tolle, hochkarätige Bands. Alles, was das Celtic, Folk, Rock, Mittelalter, Ensemble der deutschen Landen zu bieten hat. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf und ich werde auch mit meiner Frau dort vor Ort sein. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal Bock habt, persönlich mit mir zu quatschen, wäre das zum Beispiel einer der Termine, wo man sich treffen könnte. Ansonsten sage ich erstmal zur Band. Die Jungs und Mädels haben aktuell 960 oder 970 Abonnenten auf YouTube. Das heißt, wenn euch die Band gefällt, ich habe unten das Originalvideo verlinkt, geht hin und abonniert die Jungs, denn ab 1000 Abonnenten kriegt man bei YouTube ein paar Specials freigeschaltet. Und das ist immer ein wichtiger Schritt für einen Künstler, um auch mehr Reichweite etc. zu generieren. Die Jungs haben es auf jeden Fall verdient. Die haben mittlerweile 6 Alben rausgebracht. Ich glaube, seit 2009 ist das jetzt 6 Alben, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, soweit zu meinen ganzen Recherchen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir einfach mal zur Band und schauen uns die an. Nachher gibt es natürlich wie immer eine kleine Analyse und einen Kommentar von mir. Aber jetzt erstmal die Musik. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. God Almighty, have mercy on our souls. Save us from Feargorgia, and please fill our bowls. Comes around and he hears an awful sight. There's tears in his eyes and he takes the last of night. He raises from the grass, a harbinger of doom. Man of hunger, please, won't you come into my room? God Almighty, have mercy on our souls. Save us from Feargorgia and please fill our on the grass where the man of hunger lies. Curse upon your soul as he won't fly to the skies. Ungorja Moor is coming, makes the man of hunger rise. He's counting out the names and finds the one who dies. Save us from Feargorgia and please fill our
Ja, da haben wir Tir Nano. Wir machen mal ein schönes Lied. Ja, schönes Hintergrundbild, da haben wir es schon. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe direkt richtig Lust gehabt, so in der Menge mit einem schönen Bierhumpen oder Methumpen ein wenig zu schunkeln und ein wenig die Füße fliegen zu lassen. Sehr, sehr coole und dynamische Musik. Da nochmal vielen Dank an eure Vorschläge. Also ich glaube, also die Musik hört sich ja so schon richtig gut an. Und das Ganze dann in so einem gewissen Live-Feeling, dann gerade in Gelsenkirchen, in diesem Amphitheater, oh, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut und richtig Bock drauf. Also einfach so mit fremden Leuten mal wieder richtig schön in so einer Masse so ein bisschen, ich sage immer, Kuschelpogo machen, ne? Das ist ja beim Irish Folk, pogt man ja nicht richtig, sondern man tanzt ein bisschen und man rempelt sich nicht an, das klingt irgendwie zu hart, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Einfach mal so ein bisschen in der Menge sein, ein bisschen mit den anderen Leuten ein bisschen anecken, ein bisschen zusammen prosten und das habe ich jetzt gerade alle so spontan vor Augen. Auch wenn das Video, was ich übrigens sehr, sehr gut gemacht finde, natürlich ein bisschen andere Story erzählt, ne, vom harten Leben und sich trotzdem nicht unterkriegen lassen. Ja, ist ja aktuell auch ein bisschen oder gerade insbesondere so ein spezielles Thema. Aber gut, darauf möchte ich gar nicht eingehen, denn ich glaube, hier steht die Musik im Vordergrund. Ich glaube, das merkt man auch. Für euch wichtig, wenn euch das jetzt Ganze gefallen hat, unten ist der Originallink. Unterstützt die Jungs. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, 1000 Abonnenten zu erreichen ist für einen Künstler immer sehr, sehr gut auf YouTube. Deswegen unterstützt die Jungs da. Meinen Klick kriegen sie gleich auf jeden Fall. Und ich plane in der nächsten Zeit auch mehr Festival- und Konzertberichte zu machen und vielleicht klappt es ja sogar, dass ich das ein oder andere Wort auf dem Festival mit Tir Nano wechseln kann. Da würde ich euch dann natürlich auch gerne einen Bericht zukommen lassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ganze so nach und nach weiter wächst und klappt und ja, wie gesagt. Ich bin jetzt erstmal raus. Wenn ihr mögt, schaut euch noch bei Tir Nano um. Oder auf meinem Kanal entdeckt ein paar neue Bands, nicht immer nur die großen, sondern auch die kleinen Bands, die Newcomer, die noch richtig, ja, die großen stecken auch Herzblut rein, aber die kleinen, glaube ich, noch einen kleinen Tacken mehr. Also, unterstützt die Jungs. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore.